Liebe Freunde und Freundinnen der Kunst, ja, es gibt sie noch, die Kunst. Die Galerien sind zurzeit die Happy Few, die Kunst zeigen dürfen. Wenn es euch also so geht wie uns, dass es ohne Kultur doch ziemlich still wird im Leben, dann kommt vorbei, es lohnt sich. Dieses Mal vielleicht besonders. Die Galerie Schlichtenmeier zeigt in ihrer neuen Ausstellung fotografische Positionen. Es ist die erste Gruppenausstellung dieser Art in unserer Galerie. Wer unser Programm kennt, weiß, dass die Fotografie hier nicht wie aus dem heiteren Himmel fiel. Mit Platino, Lucia Simons und Sinje Dillenkofer haben wir 3 renommierte Lichtbildnerinnen und Lichtbildner an Bord. Und mit Hannes Kilian und Anton Stankowski sind hier 2 Wegbereiter der Gattung im 20. Jahrhundert zu sehen, deren Namen man auch mit uns verbindet. Heute präsentieren wir 17 höchst unterschiedliche Positionen mit viel Entdeckerpotenzial. Wir nennen diese Ausstellung die Illusion der Realität. Die Fotografie ist ja einst nicht aufgetreten, um Fiktionen zu erschaffen, sondern um die Welt abzulichten, wie sie ist. Aber wirklich objektiv war sie dann doch nie. Vielmehr schuf sie ihre eigenen Illusionen. Beginnen wir hier bei dem Werk des japanischen Künstlers Hiroyuki Masuyama. Er hat hier die Fotografie nach einem Gemälde von William Turner geschaffen, der im Jahr 1839 das fiktive Historienmotiv von Agrippinas Anlandung in Rom mit der Asche des Germanicus gemalt hat. Wie fotografiert man nun eine malerische Erfindung, die auch noch weit entfernt davon ist, etwas Realistisches nachzubilden? Masuyama macht zunächst die Zeit zum Thema, seine eigene als Schöpfer seines Werks, die Zeit Turners, der durch Europa reiste, um seine Motive zu finden, und nicht zuletzt Rom, die ewige Stadt, die jedoch heute nicht mehr so aussieht wie früher. In Hunderten von Fotos baut Masuyama die Szenerie nach. Wohlgemerkt fotografiert er nicht das vom Gemälde ab, er sucht seine Motive draußen vor Ort. Wo beginnt hier die Wirklichkeit und wo endet die Illusion? Ein lichtvolles Gedankenspiel, das ihr euch nicht entgehen lassen dürft. Von jeher konkurriert die Fotografie mit der Malerei. Dass beides lustvoll betrieben werden kann, will ich für die Malerei einfach mal so behaupten. Was die Fotografie angeht, brauchen wir nur auf die Arbeiten von Vera Mercedes zu schauen. Ihre barock inszenierten Stillleben lassen ahnen, dass die Künstlerin von der Bühnenkunst herkommt. Sie führt auch so leidenschaftlich wie liebevoll Lichtregie, Dinge treten wie Akteure auf. Die Arrangements sind ohne Photoshop oder andere Tricksereien geschaffen, wem es da nicht warm ums Herz wird. Licht und Raum sind die Verhältnisse, in denen sich die Fotografen wohlfühlen. Platino denkt installativ, ein Foto ist nicht nur ein Foto, sondern das Dokument eines philosophischen Lebensentwurfes. Platino hat mit seinen Red Spaces und den stets raumbezogenen Arrangements seiner Fotografien eine charakteristische Bildsprache entwickelt, die das Einzelbild zum Pars pro toto eines Gesamtkunstwerks macht. Leichte Irritationen bei der Hängung und bis in die farbliche Details gesuchte Dialogbereitschaft zwischen den Arbeiten ergeben eine gleichsam harmonische wie spannungsreiche Wirkung. Erschafft Platino eine sinnlich abstrakte Klarheit, die unserem Verstand schmeichelt, evoziert Sinje Dillenkofer eine Magie des Raums, die unsere Sinne fordert. Seit etwa 2010 beschäftigt sie sich mit den Cases, musealen Behältnissen, als Sammlungs- und Speicherstätten der Kultur. Die Fotografin macht Ordnungssysteme sichtbar. Der Kasten bzw. das Case wird zum Bild. Die sichtbare Leerstelle kultiviert das Abwesende. Hier ist es ein Schützenbecher aus Anlass des 10-jährigen Stiftungsschießens der Akademischen Schützengilde in Innsbruck 1909, gespendet von Erzherzog Eugen, Historische Sammlungen Innsbruck. Das Nicht-Sichtbare wird bedeutsam und sinnlich erlebbar. Damit wir uns da klar darüber sind, es geht hier um hochkomplexe technische Verfahren, die aus den fotografischen Arbeiten oftmals nahezu exklusive Kleinauflagen machen, welche in einem mühsamen Prozess entstanden sind. Das bringt mich zur Hochgeschwindigkeitsfotografie von Martin Klimas.
Ob er nun Porzellanfiguren von der Decke herab auf dem Boden zerschellen lässt oder Blumenvasen mit einem Kugelgeschoss in einer 7/1000 Sekunde zerschmettert, der Künstler macht eine Zeit sichtbar, die wir mit den natürlichen Sinnen nie erfassen würden. Es sind erhabene Momente, von denen die antiken Klassiker nur träumen konnten. Die größtmögliche Schönheit wird hier im kleinstmöglichen Augenblick verewigt. Schönheit, das ist ein Stichwort, das uns bei den Landschaftsmotiven der Niederländerin Saskia Boelsyms einfällt. Und weil sie uns an die holländische Malerei des 17. Jahrhunderts erinnern, kann es nicht oft genug gesagt werden. Diese Bilder sind fotografiert. Die Künstlerin des Jahres 2020 in den Niederlanden will uns aber nicht nur die Freude an der Schönheit der Natur vermitteln, sondern auch den Verlust auf nahezu malerische und dramatische Weise vorführen, wenn uns diese Schönheit zerstört würde. Einen Gegenentwurf zum Naturbild zeigt uns Christopher Thomas. Mit seinen stillen, ja besinnlichen Aufnahmen vermittelt er auch die Schönheit der Natur, aber mit dem deutlichen Akzent auf die Künstlichkeit aller Kunst. Der Fotograf tritt nicht in Konkurrenz mit der Natur, sondern erschafft eine eigene Welt, die ihr nachempfunden ist. Die Illusion der Realität.